Also ich glaube, dass immer der Mensch erwartet, dass im Außen sich was ändert und zwar rapide. Aber der Shift findet ja aus uns heraus statt. Und es war auch ein sehr, sehr großer, ich sag mal, Timeline-Jump zur Osternzeit herum, wo ich auch ein Event gegeben hatte und gesagt habe, es wird sich sehr, sehr viel ändern. Und zu dem Zeitpunkt, weil ich meine, meine Community, oder auch deine mit Sicherheit, weil wir teilen uns ja auch so ein bisschen so ein paar Follower, waren sich schon eigentlich recht gut einig, dass der Shift von innen stattfindet. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, komplett rational betrachtet zurückgehen zu der Zeit vor Ostern und wo wir jetzt sind, was hier passiert ist, ist massiv. Alleine jetzt schon. Man muss nur manchmal ein bisschen zurückfühlen. Und ich habe keine Ahnung, was, sag ich mal, die Astrologie oder Human Design sagt über das, was als nächstes kommt. Aber ich fühle, dass die Summer Solstice in diesem Jahr auch noch mal ganz schön Gas gibt. Also ich hatte in der Artemira-Schule in der letzten Session gesagt, dass ich fühle, dass wir im August zurückgucken in die letzten, also in den Juni und Juli und sagen, boah, Scheiße, was ist denn hier alles geschiftet? Was haben wir hier erlebt in dieser kurzen Zeit? Und das, was wir erleben in den nächsten paar Wochen oder Monaten, ist so radikal in uns, sag ich mal, am Trigger-Shiften, dass wir sagen, so, wer war ich denn davor eigentlich nochmal, dass es wirklich radikal ist, was jetzt kommt. Und ich habe von meinem Gefühl, dieses Gefühl, dass das was mit den ganzen ET-Disclosures zu tun hat. Und Disclosure in dem Falle sehe ich es ein bisschen großflächiger, als dass es nur darum geht, dass das Militär und USA und andere Länder sagen, ja, 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 Aliens existieren und es gibt diese unbekannten Flugobjekte, aka UFO oder UAPs. Ja, 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 das existiert alles. Hier haben wir die ganzen Files und die Dokumente, bitteschön, da habt ihr. Sondern was ich fühle, ist, dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Mhm. Und dass das alles wie eine Bühne schon vorbereitet wird für, sag ich mal, eine Art Fake-Alien-Invasion. Weil von dem, wie ich diese Leute kenne, durch viele Jahre Remote Viewing und Astral Work und Quantum Work rund um die Erde, weiß ich, dass sie so ein Disclosure nur machen, wenn es ihnen dient, nur machen, dass sie Wahrheit verdrehen also in Lüge, sodass man gar nicht mehr weiß, was los ist. Und die ganzen Files, die sie disclosed haben, sind aber letzten Endes die retro-engineerten UFO-Files. Und die Leute, die sprechen, sind alle sehr, sehr bekannt dafür, dass sie ja infiltriert sind, heißt reptilianische Besetzungen haben oder andere oder die Leute, diese Rassen, die sie enthüllen, sind die, die bekannterweise negativ sind oder meist negativ oder zumindest restriktiv agieren. Und das alles mit den ganzen Aussagen, die getroffen wurden von vor Jahren, plus dass jetzt teilweise Militärtreffen mit verschiedenen Religionspriestern und Oberhäuptern stattfinden und die Leute briefen über das Event. Mhm. Das Event, wo ich dann sage so, boah, es wird jetzt richtig, richtig arg doll spannend und man sieht einfach, die Matrix hinter der Matrix wird noch sichtbarer. Man sieht, es geht nicht darum, dass sie uns jetzt zeigen, ETs haben existiert. Es geht darum, dass sie die Bühne vorbereiten für ihre Version der Aliens. Und dann wie Corona, nur dass sozusagen die Aliens das neue Corona sein könnten, weil sie enthüllen auch Sachen wie Entführungen finden statt in den öffentlichen Medien, dass sie sagen, ja, hier, es gibt so und so viele Alienrassen, die auf dieser Erde sind und mit der Erde interagieren und sie entführen Menschen. Ja, stimmt. In den öffentlichen. Fox News, Sky News, was auch immer. Und sich denkt so, holy shit, wer jetzt noch glaubt, dass die Gutes im Sinne haben, hat sich getäuscht. Und dann denke ich mir auch nochmal gleichzeitig, wann enthüllen sie sowas, wenn es aus dem Ruder gelaufen Mhm. ist? Wenn etwas passiert, was sie nicht mehr kontrollieren können. Und das ist der gute Twist. Weil ganz viele Leute schauen in den Himmel und sehen so viele Satelliten wie noch nie zuvor. Satelliten in, sag ich mal, Formation. Satelliten, die teilweise explodieren oder sich gegenseitig abschießen. Oder teilweise Wolkenformationen, die aussehen wie Spaceships und. Alles zusammen zeigt mir, dass dort oben bei den ETs gerade
richtig viel passiert und hier zugegriffen wird auf die eigentlichen Invasoren auf der Erde, die die ganze Matrix um uns herum formen, die in deren Welt wir uns befinden. Und das Spannende ist eigentlich so, wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiter die Perspektive erhöht, dieser Krieg in den Sternen hat die ganze Zeit schon existiert und er ist Teil dieser Wesen, die in dem Existenzraum sind, durch den wir gerade laufen. Mhm. Und, was sagt denn, so viel ausgeholt, Ja, was sagt, super, 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 toll. was sagt denn Human Design jetzt gerade so rund um dieses oder kannst du es greifen? Ja, ich kann Was, es total greifen. also, okay, dann schieß mal los, Total weil das fühlen. wird Ich mich kann es total interessieren. fühlen. Also ich kann natürlich das Human Design auch immer nur aus meinem Filter und das ist Ja, vielleicht auch für viele, die im Human Design jetzt auf diesen da drin sind, ich nehme halt die ganz große kosmische Perspektive ein und für mich ist Human Design nicht das Ende von etwas, sondern es ja, ist eine Beschreibung der Matrix, in der wir leben und wenn wir die verstehen und wenn wir da von oben so ein bisschen drauf gucken können, dann können wir uns selber besser verstehen, dann können wir unsere Getrenntheit auch ein Stück weit verstehen und dann geht es aber für mich noch darüber hinaus. Also das möchte ich einfach mal für alle Human Designer da draußen noch hier vielleicht mit reingeben. Was ich sehr spannend finde, ist, seit ganz kurzer Zeit gibt es so eine Aktivierung, also kollektive Aktivierung, da gibt es so ganz drei große Player und da ist der Neptun. Und der Neptun ist so zum einen der Planet der Verschleierung, zum anderen auch der Planet der Illusion und zum nächsten aber auch der Planet der absoluten Spiritualität, der absoluten Anbindung. Also es sind Dinge, die ganz nah beieinander liegen. Und dieser Neptun geht jetzt in das Tor der Meinungen, der kollektiven Meinungen. Das bedeutet, kollektive Meinungen werden jetzt über Jahre, der geht jetzt nicht da nur 3 Tage rein, sondern das ist ein längerer Prozess, aufgelöst, verschleiert, erlöst, spirituell angebunden. Also man kann es von ganz verschiedenen Perspektiven betrachten. Und wenn ich jetzt die ganze IT-Geschichte damit reinnehme, dann sind wir ja in so langen Konzepten gehalten worden, dass wir die ja, einzigen sind hier auf diesem Erdball. Und sonst gibt es überhaupt nichts in diesem Riesenuniversum, wo wir ein ja, Sandkörnchen sind, ja, im Strand, der so groß ist, dass wir uns gar nicht vorstellen können, was im Grunde allein logisch auch schon nicht. Also es kann mein Verstand kann das zum Beispiel nicht denken, dass wir da die Einzigen sind, die, ja. also rein Weißt du logisch. noch, Nathalie, wo ich damals angefangen hatte, 2022, als ich zurückgekommen bin von den extraterrestrischen Kontakten, da habe ich Morddrohungen bekommen. Das war Ja, richtig schlimm, als ich als allererstes gesprochen habe als IT-Botschafterin, Lügnerin, ja, Betrügerin, Hybrid zeigt es, dass du ein Hybrid bist. ja. Ich habe so viel Evidenzen geteilt und es hat keiner gesehen. Erst jetzt über die Jahre und die viele Missionarsarbeit hier im deutschsprachigen Raum. Jetzt auf einmal poppen die Leute aus dem Boden wie nix. Ich bin Hybrid, ich bin Stasi, was auch immer. Aber als ich angefangen habe, das war so wild. Der Mhm. war richtig viel Wut, Negativität, teilweise Leute, die sagen, sie wollten mich umbringen. Es war richtig, richtig wild Mhm. gewesen. Und jetzt, schau mal, wo wir jetzt sind. Mhm. Ganz viele, die darüber sprechen, das ist nicht mehr so New Age-Faden, so die Kristallkinder, die Indigo-Kinder, sondern jetzt ist auf einmal wirklich so, ja, ja, ET ist normal. Das Mhm. ist schon, ach, alleine der 22, 23, 24, 25, 26 sind 4 Jahre. Mhm. Wie viel da passiert ist, was dann in den nächsten paar Monaten schon passieren wird. Total, total. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das, was du sagst, Richtung Sommer, aber diese Konzepte werden jetzt aufgelöst. Diese Ja, alten, dass wir die Einzigen sind hier. Und ich habe das ja mitgekriegt, wie sehr da die Leute gegen dich auch, dass du eine KI bist und was weiß ach, ich, alles, was da alles. Und ja, trotzdem ist es so, es hat ja im Grunde auch deine Souveränität gezeigt. Das ist ja das, wo du, und das ist ja auch das Schöne an dir, und das mache ich jetzt nicht, um hier irgendwie Honig ums Maul zu schmieren, sondern wirklich, du gehst vor und du tust, was du sagst. Du ja, erzählst nicht irgendwas, was du selbst nicht verkörperst. Und ich glaube, oder für mich persönlich kann nur mir jemand überhaupt eine Perspektive geben, die ich annehmen würde, der in der Verkörperung von der Perspektive ist. Nur ja, weil sich etwas schön anhört und der Mensch verkörpert das überhaupt nicht. Und das ist auch sowas, glaube ich, dass die Menschen, die den Zug bekommen, dass die Aufmerksamkeit bekommen, die auch in dieser Verkörperung drin sind. Wir müssen das nicht im Kopf haben, wir müssen es in den Körper reinbekommen, irgendwie, ins Herz reinbekommen, leben, in jedem Atemzug sein. Und deswegen glaube ich auch, dass, ja, dass das vielleicht in dem Moment total blöd war für dich auch, diese ganze Situation, aber langfristig. Hast du das gesagt und bist gegen den Strom gegangen, was jetzt tatsächlich ja, sichtbar wird, überall? ja, Ja? ja, Also in tatsächlich. Deutschland noch nicht so wie in Irland. Du hast ja gesagt, es kommt bei euch schon in den Medien. Ja,
Ja, Wobei ich schaue jetzt mir nicht die Medien an, deswegen kann es schon sein, dass es bei uns auch ist, aber ich habe es noch nicht mitbekommen, so ja, richtig tief. ja. Ne? Also eine Freundin war in Kerry gewesen und war dort in einem Irish Pub gesessen. Und in dem Irish Pub liefen die Videos über Wow. UFOs und Nachrichtensprecherin Sky News, Wow. die darüber berichtet haben. Wow. Und ich dachte mir so, wow, das ist genau das, was ich gesehen habe, als ich bei den ETs war, bevor ich entschieden habe, zurückzukommen, um die Zeit zu verändern, um die Timelines zu shiften und zu helfen. Aber es ist einfach ultra spannend, was gerade so Mhm. passiert. Und ich muss sagen, ich hatte vor war es jetzt 2 Wochen oder 2,5 Wochen hatte ich Kontakt, in der Nacht mit, einer Hybrid-IT-Rasse, die da waren und ich musste es im Nachhinein erst mal noch verarbeiten, was gesagt wurde und sie hatten schon vor ich glaube, es war 4 Wochen, das war bei dem letzten Gruppen-Channeling-Event, glaube ich, da hatten sie schon gesagt, sie bereiten sich für Kontakt vor mit der Erde. Nicht, dass es jetzt stattfindet, aber dass es in den nächsten Monaten stattfindet und es kann ab dem Moment zu jeder Zeit stattfinden und die Vorbereitungen laufen. Und hatten sie zu mir gesagt, ich muss wieder in die Botschafterrolle treten, für die ich hierher gekommen bin. Und ich winde mich noch ein bisschen. Und da war auch in dem Treffen, wo da wirklich geguckt wurde, ist der Körper in Ordnung? Warum wehrt sie sich dagegen, das zu tun? Und es ist einfach die Menge an Widerstand, die gekommen ist in den letzten Jahren gegen mich, dass ich teilweise sage, ich habe mir so, so, so schlimm die Hände verbrannt an diesem Thema, dass ich gerade selber auch so ein bisschen struggle, Videos zu machen, also Live-Videos zu machen auf YouTube und nochmal das Thema aufzuwälzen, nochmal hinzugehen, zu sagen, okay, weil was ich jetzt sagen müsste, wäre genau das, was wir jetzt hier sagen und das im großen Rahmen noch detaillierter, das, was jetzt geplant ist und da muss ich sagen, da bin ich auch noch so ein bisschen am struggeln, so will ich das jetzt wirklich, weil ich hatte leider Kontakt mit dem Militär Deep State von aus der USA, als ich wiedergekommen bin, die versucht haben, letztes Jahr mich auszusortieren. Und also über Vergiftung und Astralangriffe und es war nicht lustig. Aber ich weiß auch, dass das aufgehört hat und dass es auch nicht mehr wieder stattfindet. Aber es ist schon sehr, sehr spannend, was jetzt gerade passiert und wie der Druck wächst, Mhm. aufzuklären, aufzustehen und zu sagen, hey, okay, guck mal, ähm, das ist das, was passiert, das ist das, was nicht passiert. Mhm. Das Mhm. ist sehr, sehr, sehr spannend. Aber mit dem Neptun, du wolltest noch weitersprechen. Ja, nee, ich finde es total verständlich auch, dass du da, aber ich kann mir vorstellen, dass du da vielleicht wieder mit rausgehst, ein Stück weit mehr. Wir werden Ja, sehen, wie ja, du es machst, aber ich glaube, dass das einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Fühlen braucht und dass es auch ja. Wunden sind, die da sind, ganz klar. Ja, auch bei vielen in der New Age, Ja, die, sag ich mal, die ihr Leben lang warten auf den Disclosure und dann hören, ja, nicht so, wie du denkst. ja, ja. Also es ist immer ein heikles Thema und es ist immer schwierig, gegen den Strom zu gehen. Mhm. Aber Mhm. ist da jetzt gerade nicht auch im Human Design oder gerade eine Konstellation, dass die aktiviert werden, gegen den Strom zu gehen? Oder wir aktiviert werden? War da nicht was? Ja, also generell vor allen Dingen auch diese alten Konzepte, die sich auflösen. Dieses Tor 17 heißt das im Neptun, wo diese kollektiven Konzepte, wo einfach das Potenzial da ist. Ne? Ja, Kosmisch unterstützt, dass diese Auflösung stattfindet. Aber diese Auflösung findet jetzt nicht in 2 Wochen statt, sondern das ist ein Prozess über 2, 3, 4 Jahre ja. tatsächlich. Und es ist immer so aus Sicht des Human Design, dass die neue Frequenz, in die wir reingehen, bedeutet, es geht um Selbstermächtigung, es geht um das Individuum und das ist auch, wir sind natürlich eine Seele, Mhm. aber wir sind hier runtergekommen und haben uns mit einem, ja, mit bestimmten, mit dem Programm, ich möchte jetzt das erleben, ich möchte das erleben, hier möchte ich eine Erfahrung machen, das möchte ich integrieren, hier möchte ich und so weiter und so fort. Die Rolle möchte ich spielen, haben wir uns hier inkarniert auch ein Stück weit. Wir sind aber trotzdem die Seele. Und das ist für mich das Human Design, das sagt, um wie viel Uhr kann ich kommen und an welchem Ort, dass ich dann die Informationen bekomme sozusagen. Und da geht es dann darum, und das ist ja auch das Schöne, was du sagst, in Wissen und Weisheit zu bringen, auch die Triggerthemen aufzulösen, weil wir haben ja hier auf dieser Erde die Möglichkeit, alle weiteren Inkarnationen auch zu erlösen, ein Stück weit. Und deswegen geht es da immer darum, selbstermächtigt, mit dem, für was du hierher gekommen bist, als Individuum. Du bist Unity Consciousness, wir sind verbunden, haben die ganze und so weiter, ja. Aber wir sind ja hier
weil wir uns als Individuum leben wollen und so weiter. Und das ist etwas, worum es immer geht. Und das Human Design zeigt einfach eine Möglichkeit, und es gibt auch viele weitere Möglichkeiten, also es ist auch nichts Ultimatives, wie du in deine Energie zurückfinden kannst, sozusagen. Das ist so ein bisschen das. Oder auch, du findest es einfach so in deine Energie zurück. Das geht natürlich auch. Und dann leben wir kohärent. Ne? Dann leben wir unser Ding, wofür wir hier gekommen sind und fallen nicht so raus und müssen vielleicht nicht diese Loops die ganze Zeit machen. So ist meine Perspektive auf jeden Fall drauf. Ja. Aber wenn wir jetzt noch mal kurz in die IT-Geschichte reingehen, weil ich kann mir vorstellen, das interessiert sehr viele. Woher weiß man denn jetzt, wenn es wirklich passiert und wenn es einfach so ein Schauspiel ist, was uns jetzt gezeigt wird, weil es kann ja auch was kommen. Jetzt gerade sehen wir das Schauspiel. Wir sehen die Bühne. Und das Schauspiel ist alles, was von den öffentlichen Medien, von auch teilweise alles, was von offizieller Sache kommt. Also Militär, Religionsoberhäuptern, Massenmedien, Zeitungen. Ähm, Das ist der Fake. Mhm. Selbst wenn sie echte Sachen teilen, teilen sie es immer nur nach ihren Narrativen. Sie teilen es immer nur nach dem, wie es ihnen dient. Zum Beispiel jetzt teilen sie lustigerweise das TikTok-UFO, zum Beispiel als, das ist ein UFO, was wir gesichtet haben, haben aber ein Patent für dieses Konstrukt Mhm. von 1994, 1998, wo die Baukonstruktion von dem Teil ist und die Größe und das entspricht genau diesem lustigen TikTok-UFO, was sie da verfolgen. Und Mhm. dann sagen sie, das sind Alien-Files. Hä? Mhm. Ja, verarschen kann ich mich selbst. Das ist die Bühne. Das ist der Fake. Das, was sie uns zeigen als ETs, sind in der Regel die Sachen, die sie haben. Auch die ganzen Fotos, die jetzt gerade auf TikTok, Instagram kursieren, die sozusagen unscharf sind und durch AI scharf gemacht werden. Man sieht fast alle komplett retro-engineert, das heißt von Menschen gemacht auf der Erde im Untergrund. Die echte ET-Tag zeigt mir die Bilder, die ihr wissen wollt, ob die echt sind oder fake, und ich sag's euch, welche echt sind und welche fake sind. Also fake in Form von Menschen gemacht und echt in Form von wirklichen extraterrestrischen. Ähm, ein großer Punkt ist, den ich sagen kann, von meinen Kontakten, die, okay, ist ein bisschen schwierig. Die, die echten extraterrestrischen Schiffe. Leider sind viele von den Antriebsfaktoren der echten extraterrestrischen Schiffe ausgebaut worden und in die menschlichen Militärschiffe gebaut worden. Aber die Schiffe von den ETs haben immer für mich sehr viel Liebe ausgestrahlt, sehr viel Freundlichkeit, wie eine Mutter, wie, wie eine Intelligenz, die sich um mich hüllt und die für mich sorgt. Die von Menschen gemachten Schiffe sind sehr hart, schneidend, beißend, stechend. Ähnlich wie die AI, die bei uns auf dem Markt ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Sensitivität habt, um das zu fühlen, aber die AI, wenn AI spricht, wenn AI-Texte da sind, die haben alle sowas Kaltes, Mhm. Stechendes, Schneidendes, einen Ton in sich, der Kühle ist und nicht Wärme. Und die Schiffe von ETs und ETs selber haben immer die Energie aus meiner Perspektive, was ich fühle, von denen, mit denen ich in Kontakt war. Ich war nicht mit allen in Kontakt. Die, mit denen ich in Kontakt war, sind die Ariel, die Sasani, die Plejaden und über die Remote-Hologramm-Technologie Arcturianer und Andromedaner und Oma. Oh mal, genau, wollte ich gerade. Aber die hatten alle Wärme. Die hatten alle Mhm. Freundlichkeit und ich hatte nie das Gefühl von Angst, nie das Gefühl Mhm. von Panik. Es war eher ein stilles, schweigendes Staunen und nach Hause kommen. Das Mhm. war eher so die Ruhe. Das war, als würde alles um mich herum ruhig werden und als wäre alles okay. Das war das, was ich von den echten ETs mitgenommen habe. Und Mhm. selbst die Sasanis oder auch die Zeta, die ähm,
technisch, also mehr technologisch sind, mehr, sag ich mal, in Richtung kosmischer AI gehen, als in Form von einer echten Lebensform, die geboren wird, weil sie einfach nicht geboren werden, waren nährend, warm, liebevoll. Da war goldenes Licht, da war Wärme, da war Freundlichkeit, da war Geborgenheit in ihnen. Ähm, Das fühle ich alles nicht bei den ganzen militärischen Mhm. Schiffen. Und ich weiß natürlich nicht, und da muss ich auch warnen, ich weiß nicht, ob sie in der Lage sind, diese Wärme zu replizieren durch Frequenztechnologie, dass sie das versuchen nachzuahmen, sozusagen so ein Numbing vom Nervensystem, damit man glaubt, dass sie gut sind, aber sie sind es nicht. Ich würde unterstellen, dass sie diese Technologie auch nutzen oder eine Technologie haben, um das zu machen. Aber ich finde, das Herz ist das, was es braucht, um das zu fühlen. Und wenn es sich warm anfühlt, wenn es sich geborgen anfühlt, wenn es sich mütterlich anfühlt, dann ist es in der Regel unsere Sternenfamilie, weil sie uns erinnert an zu Hause. Und das andere ist kalt, stumpf, schneidend, bedrohlich. Das Herz wird eng. Es fühlt sich kalt an. Man kann einen Schauer kriegen über den Rücken, der sich nicht gut anfühlt. Ähm, das sind, das ist das, wo wir unterscheiden können, ist es echt oder fake. Ich kann vielleicht im Notfall mache ich mal so, dass ich ein Meeting mache, ein riesen Großraum-Meeting und wir schauen uns an, was da ist und ich kann sagen, das ist echt, das ist fake, das ist echt, das ist fake. Aber ich finde es viel wichtiger, als mir zu glauben, sich zu lernen, selbst zu glauben. Mhm. Weil auch ich kann mich irren und Fehler machen. Ich bin nicht perfekt. Aber ich versuche, die beste Version zu sein und die perfekteste Version zu sein jeden Tag und mein Bestes zu geben, 100% zu geben für alle von uns, für mich, für jeden, den ich kenne und auch die ich nicht kenne. Aber auch ich kann Fehler machen. Aber wichtig ist, finde ich, dass wir lernen, für uns zu fühlen, was ist echt, was ist nicht echt. Und ich habe jetzt heute auf YouTube und auf meinen ganzen Kanälen der Ozeanlichtakademie, habe ich heute ein Foto geteilt von einer Wolke, was eine Freundin geschickt hatte von der Küste von Kerry, wo mehrere davon aufgetaucht sind und einfach mal erstmal kommentarlos in den ersten Chat und dann gewartet, was kommt und dann aufgeklärt und einen Post geschrieben, dass das Fake ist. Und dass man einfach lernt zu fühlen, sich selbst zu vertrauen. Und einige haben dann gesagt, ja, ich wollte das noch schreiben, aber ich wollte keine negative Laune verbreiten. So, ja, aber du warst richtig. Also lernen zu fühlen und zu vertrauen, was euer Herz euch sagt, wie wir es am Anfang von dem Gespräch schon gesagt haben. Das ist das, was am allerwichtigsten ist. Und das wird euch sagen, sind es die positiven, wohlwollenden Familien von den Sternen oder eben nicht.